Was geht ab, meine kleinen Bras? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Und seid ihr auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf der ganzen Welt gibt. Wieder einmal mit Spezialgast. Standardgast mittlerweile. Ja, man muss ja hier bei den K-Pop-Videos. Nein, du wirst immer ein Spezialgast bleiben. Dana Rolle. Und Butch. Ja, da ist dieser Fladen hier unten ist Butch. Leute, einen wunderschönen guten Montagmorgen. Wir hoffen, ihr habt einen guten Start in die Woche. Vielleicht sogar einen sonnigen. Das wäre ja was. Das wäre was, ja. Und wir sind ja frisch angekommen im neuen Monat Juni. Es ist mittlerweile der 3. schon. Das geht so schnell. Ja, und das halbe Jahr ist damit schon angeschnitten. Also wenn ihr irgendwelche Jahresvorsätze hattet, dann sollte es spätestens jetzt soweit gewesen sein, dass ihr wenigstens die Hälfte davon geschafft habt. Oha! Ist ja so. Aber wir dürfen da ja nicht zu laut sein, oder? Nee. Hatten wir Jahresvorsätze? Sport. Keine Zeit. Keine Zeit. Haben wir nicht geschafft. Deswegen sehen wir auch so aus, wie wir aussehen. Das Traurige ist, dass wenn man mal wirklich eine Zeit lang regelmäßig Sport gemacht hat, man ist dann so ein Jahr lang oder vielleicht sogar 2 jeden Tag zum Sport gegangen, hatte alles super gut gemacht, ja, und dann hört man auf einmal auf, weil man fühlt sich gut und alles ist stramm und straff und so weiter. Und dann setzt man aus welchen Gründen auch immer, ja, wir hatten hier den Umbau und so weiter, das war eine riesen Zeit. Krank, Umbau, Arbeit, unterwegs. Arbeit, unterwegs. So. Und dann ist schnell mal ein halbes Jahr rum und dann ist, die ganzen Jahre vorher, die man vorher trainiert hat, waren völligst umsonst. Yeah. Sofort alles weg. Und dann ist man wieder so demotiviert, vielleicht schafft man es nochmal einmal oder so, zweimal und dann aber doch nicht. Und dann ist auf einmal ein Jahr vorbei, wo man nicht wirklich regelmäßig war. Ja, und dann fragt man sich, wozu war ich denn überhaupt damals dann im Training? Oh, ich möchte da nicht drüber nachdenken. Wobei, vielleicht würde man dann noch schlimmer aussehen, wenn man damals auch nicht gewesen wäre. Und wenigstens hatte man mal eine Zeit, wo man gut aussah. Also nicht nur wegen gut aussehen, sondern... Wo man sich gut gefühlt hat. Es geht vor allen Dingen wirklich ums Gefühl für einen selber. Und auch, dass man irgendwie mehr Energie hat. Obwohl man sich mehr bewegt und Sport hat man doch dann irgendwie mehr Energie, wenn man Sport gemacht hat. Naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu... EXO, Vocal Kings. Love Shot. Wir hatten ja von denen tatsächlich auch schon diese Zusammenschnitte Vocal EXO Kings. Amazing Vocal. Genau, haben wir uns auch schon angeschaut. War echt einiges Krasses dabei. Kennst du den Song schon? Nee, kenn ich nicht. Gut, dann werden wir ihn jetzt beide... Will ich ihn ja hören jetzt. Beide jetzt zusammen entdecken und wir werden gespannt sein, was das hier jetzt gibt. Cool, mag ich jetzt schon. Mit den Klamotten? Nee, dieser Einstieg mit dem Sound und diese Stimmen und so fand ich geil. Aber auch die Klamotten und das Set, so Tankstellen finde ich immer richtig cool. Und dann noch so Nebel dazu. Volltreffer. Das ist übrigens eben so ein Subbass, den man hier sehr stark hört die ganze Zeit am Anfang, aber eben noch mit einem relativ präsenten Obertonanteil. Also da sind oben noch Töne, die wir alle mitnehmen. So dass man unten den Bass auch mitnimmt. Ja, hier noch mit Lederarmen, ne? Jeansarmen meinst du? Meine ich Jeans. Ja, cool. Und auch wie so bemalt. Hast du nicht auch so eine Lederjacke, die ein bisschen wie bemalt ist? Ja, habe ich, aber nicht mit Jeansarmen. Ja, ich wollte sagen, ich könnte ja rausreißen. Alles klar. Wie teuer war die Jacke? Hier ist auch durchgehend wirklich mit Harmonie gesungen, ne? Also man hört zwar die eine Hauptstimme, aber das sieht gerade witzig aus. Da ist durchgehend, sind da sehr hohe Harmonien. So richtige Kopfstimmen tatsächlich auch. Sind ja auch die Vocals.
Ja, gerade wo du es gesagt hast, war wirklich Stichwort für die Jungs, um hier nochmal auszupacken, was für Vocal Kings hier sind, weil hier die Harmonien jetzt auch gerade hier so einen schönen Ausbau hatten. Ne, weil da kommen erstes die eine Stimme mit und kommen dann noch dazu. Nicht schlecht. Danke. Obwohl ich nicht warm gesungen bin. Nein, Flash. Letztens hat nämlich einer geschrieben, dass jedes Mal, wenn ich einen Ton ansinge, mich damit entschuldigen würde, dass ja nicht warm gesungen sei, wenn ich den Ton verpatze. Ja gut, dann möchte ich an diese Person jetzt einmal meine Antwort geben. Red doch mal eine halbe Stunde und sing dann einfach so. Nicht aufregen, nicht aufregen. Das ist ja nicht nur das. Es ist auch ein bisschen so der Running Gag gewesen, aber das versteht man natürlich auch nicht, wenn man vielleicht nur ein Video oder zwei gesehen hat. Und es ist halt wirklich so, dass ich manchmal hier eine Stunde oder zwei sitze und nur durchgehend rede und wenn ich dann zwischendrin einen Ton anhaue, ist jetzt auch so ein bisschen so, ja. Na, also man hört genau, wie da zusätzlich die Harmonien dann kanonmäßig, ja, dazukommen. Hast du nicht gehört vorhin? Nein! Ja, weil bin ich taub? Was ist mit mir? Als müsstest du mir sagen, so, ja, da, der Stuhl ist rot. Was hast du nicht gesehen? Nein. Das sind 3 Stufen. Oha! Vier so. Oh. Mach weiter! Alles klar. Also ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingssong. Okay, da ist sie Ich kurz. wusste es von Anfang an. Da ist sie kurz nervös geworden, die Dana, und musste die Beine überschlagen. Also, wir wissen, was das heißt. Auch interessant, hier hat man zwischendrin wirklich auch so Pistolen-Sounds gehört. Hier so das Nachladen, Stimmt, ganz und kurz. ja. Hast du gehört, ne? Ja, was ist denn jetzt? Pause. Was war das für ein Move? Kannst du bitte nochmal machen? Ach, Die sind hingefallen und aber nicht halt. What? Ja, aber auch die Kamerafahrt dazu Ja, ist was war das? sehr interessant. Oh mein Gott. Ja, das ist so ein Synthesizer, der da arpeggiated spielt. Und das ist der Mops, ja. Der hat sich verschluckt, alles gut. Der hat kurz mal seinen Rotz wieder hochgeholt. Ja, der eben ja, quasi die Akkordtöne hintereinander oder durcheinander dann eben spielt und das nennt man dann arpeggiated. Mir ist nur gerade aufgefallen jetzt bei der zweiten Strophe, dass der Bass dann doch irgendwie zu viel wird. Ja? Habe ich so langsam den Eindruck tatsächlich. Weil er halt immer wieder auch sehr, sehr flächig spielt, wenn er spielt. Das irgendwie wird dann schon ein bisschen viel so. Ich nehme den gerade nicht so Okay. besonders wahr.
Schöne Adlibs hier halt immer zwischendrin. Das machen die Jungs immer gut. Hatten wir jetzt zum Beispiel vorher bei der Nummer nicht bei dem Sänger. Das ist halt immer sehr cool. Also, finde ich so ein bisschen so yeah yes und yeah yes und yeah yes. Bringt so ein bisschen Abwechslung rein, ne? Ja, absolut. Es bringt auch eine Steigerung vor allen Dingen rein. Und ich finde mal, ja, also von Refrain zu Refrain sollte irgendwie schon irgendwas passieren. So. Es muss keine Steigerung sein, es kann natürlich auch ein Abbau sein, aber meistens ist es halt eine Steigerung. Und ich habe die Vermutung, dass die Person unter der Skimaske eine Frau ist. People come and people go. 세상에 멈춰서 너와 난 무뎌진 감정들에 서서히 익숙해져가 심장이 타 내 말을 다 갈라질 듯한 믿음의 난 너로 적셔 틈을 채워 Cool mit den beiden Stimmen. Ja. Der eine so hoch, der andere so tief. 꺼질 듯한 내 맘에 불을 붙여놔 Yeah It's the love shot What? Also die packen hier schon Sexiness aus ohne Ende. Also habe ich jetzt schon ein bisschen so ein bedrückendes Gefühl, als ob ich euch mal kurz alleine lassen müsste hier. Ja, das meine ich mit schönen Adlibs hier halt. Ne? Das Witzige ist, dass sie es schaffen, so sexy zu sein, ohne jetzt sehr freizügig zu sein. Einfach nur durch die Moves und durch die Musik tatsächlich. Das ist halt wirklich sehr interessant. Zwar hatte der eine jetzt beim ersten Mal unterm Jackett nichts groß drunter, aber später auch, da ist eine Sexiness. Ja, aber die haben schon auch krasse Blicke drauf, ne? Ja, also die Attitude spielt schon gut mit. Das meine ich ja. Das ist wirklich faszinierend. Also, ja. Aber dann hat er halt Eichhörnchen auf seinem Pulli, ne? Ja, da hast du schön vorbeigedrückt, aber ich habe es vorhin auch schon gesehen. Er hat den Pulli schon öfter jetzt gerade angehabt. Aber weil wir da gerade so drüber geredet haben und der sitzt da einfach und hat Eichhörnchen. Ja, aber vielleicht ist es ja genau der Grund, ja, warum Frauen weich werden. Und hier, dass er eine L-Karte für Love hat, ja. Da meinst du es. Ja. Geil, was die schon wieder für Outfits hatten jetzt da. Gerade hier bei dem Shot. Die rote Lederhose, die Jacke dazu. Ja, der hat er vorher auch das schon ist einfach gehabt, ein Traum. Ich würde dich auch gern so anziehen. Aha. Ich glaube, Also die Hose nicht, aber die Jacke. Wollte ich gerade die sagen. Hose würde ich anziehen, du kriegst die Jacke. Ich in der Lederhose. Ich weiß nicht, wie das aussehen und sich anfühlen würde für mich vor allen Dingen, aber gut. Ist das ein Champion-Pulli? Nee. Ja, Wahnsinn. Also, schöne Nummer. Gefällt mir besser als die wir jetzt gerade vorher gehört haben. Das war Taemin Want. Ja, also das ist mein neuer Lieblingssong. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Ich würde ja jetzt EXO beglückwünschen, dass sie es geschafft haben, das, was sie wahrscheinlich wollten, Frauen rumkriegen. Ja, also ganz klar, ganz runde Nummer. Ich weiß gar nicht, was man so kann man echt nichts mehr zu sagen. Dieser Dings-Sound auch von dem Nachladen. So geil. So ein bisschen spitz und sehr vorne, aber passt irgendwie. Oder?
Hast du schon meine Sprache übernommen. Ist aber auf jeden Fall, aber auch eben wirklich wieder Vocal Kings, muss man wirklich sagen. Jetzt, auch wenn ich die Nummer vorher gehört habe, hört man hier tatsächlich einiges raus, dass sie mit ihren Stimmen tatsächlich immer mal gucken, dass man da einiges rausholt und speziell dann noch einsetzen kann, so dass man wirklich da eben so einen schönen choralen Effekt nochmal hat, die Jungs dann nochmal auspacken können. Mit ihren Skills, ja, und nicht nur mit ihren Genitalien. Okay. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, habt was gelernt. Wie gesagt, noch einen weiteren schönen Tag wünschen wir euch. Guckt gerne bei Dana vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie sie es schafft, so auszusehen. Das Video kam gestern online. Sie hat da mal ein Beauty-Make-up-Tutorial gemacht, wo sie ihr Standard-Make-up zeigt. Stani, also wie nennt es das? Basic? Everyday Make-up. Ein Everyday Make-up, ja. Bräuchte ich wahrscheinlich auch mal, wenn ich die Jungs sehe, wie hübsch die immer in ihren Videos aussehen. So, und ansonsten lasst hier gerne wie immer ein Abo da und Glöckchen anmachen. Das lohnt sich, denn die Videos kommen manchmal so ein bisschen unregelmäßig oder zwischengeschossen. Da kriegt ihr dann immer sofort einen Hinweis auf eure Endgeräte und Überraschungsreactions und Livestreams und keine Ahnung. Hier passiert alles momentan. Also, seid dabei und bis zum nächsten Video.